Wir hatten uns noch nicht richtig von unseren Erkältungen erholt, als unser Sohn an Stomatitis, das ist eine Mundfäule, erkrankte. Das Fieberthermometer schoss auf 40 Grad und der kleine Junge blutete aus dem Mund. Er war zu schwach zum Laufen und krabbelte wieder auf allen Vieren durch die Wohnung. Der schwedische Arzt war sehr fürsorglich und nach einer Woche und vielen Spritzen ging es unserem Sohn wieder besser. Aber er aß schlecht und es dauerte eine ganze Zeit lang, bis er wieder richtig zu Kräften kam. Kurz darauf fielen unserer Katze plötzlich die Haare aus und im Fell waren immer größere kreisrunde Flecken zu sehen. Ich rieb Leo mit Öl ein, aber das half nichts, im Gegenteil. Ich merkte kurz darauf, dass auch Konstantin Ekzeme an den Armen hatte, die ihn scheinbar furchtbar juckten. Schließlich hatte ich auch einen daumengroßen Fleck im Gesicht. Der Arzt gab uns alle möglichen Cremes und Salben, aber die Behandlung damit blieb ohne sichtliche Wirkung. Aber meine Nachbarin, die aus Südafrika stammte, die kannte sich aus. Sie erklärte mir, dass wir uns eine Pilzerkrankung zugezogen hätten und die Leute Sandwurm nannten. Mit einer speziellen Salbe von ihr waren wir und auch der Kater innerhalb kürzester Zeit von dieser Plage befreit. Ich atmete auf, denn die ständigen Erkrankungen machten mich mürbe. Darum war ich sehr froh, dass unser Deutschlandurlaub immer näher rückte und ich freute mich auf meine Familie und Freunde. Besonders aber darauf, dass Frank sich endlich einmal gründlich durchchecken lassen konnte und die Ursache seiner Kopfschmerzattacken gefunden wurde. Als wir bald darauf in der Maschine saßen, die uns für 4 Wochen in die alte Heimat brachte, war ich erleichtert. Aber kaum in Deutschland angekommen, war mir alles wieder so schrecklich fremd. Und dann dieser Streit zwischen unseren Familien, bei wem und wie lange wir wo wohnen würden. Und dieser Zustand hielt auch den gesamten Urlaub über an. Nachdem Frank in einer Spezialklinik gründlich untersucht worden war, aber auch dort keine eindeutige Diagnose gestellt wurde, kauften wir uns quasi im Vorübergehen in einem hessischen Provinznest einen Bungalow, der besonders günstig angeboten wurde. Wir hatten vor, das Haus während unseres Auslandaufenthalts zu vermieten. Die restlichen Tage vergingen mit hektischen Einkäufen wie im Flug. Ich war ständig in Sorge, etwas von den für uns notwendigen Sachen zu vergessen. Nachdem Frank seine Firma besucht hatte, stellten wir ein paar Möbel in unser neues Haus und ehe ich mich versehen hatte, war die Zeit um und wir flogen wieder zurück. Ich war ziemlich erschöpft. Und Frank meinte, jetzt geht's nach Hause. Deutschland war laut und anstrengend gewesen. Aber sobald ich im Flugzeug saß, ließ ich alles hinter mir und entspannte mich auf eine wundersame, schöne Art und Weise. Jedes Mal, wenn ich in einem arabischen Land aus dem Flugzeug stieg, umfing mich ein besonderer Geruch. Es roch nach Sand und Staub, Oliven und Gewürzen. Die ruhige Art der Menschen, die ganz anders als in Deutschland nicht drängelten, sondern sich geduldig in Richtung Ausgang schoben, übertrug sich sofort auf mich. Mit einem Mal wurde ich wieder gelassen. Keiner der Passagiere versuchte, der Erste am Ausgang zu sein. Schwoja. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.